Hallo, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einem neuen Video von Cytrus Secure Technologies. Wir befinden uns hier in einer kleinen, aber feinen Galerie in Graz, St. Leonhard. Was wir hier sehen, sind die Arbeiten der österreichischen Künstlerin Bianca Riegel. Was Kunst wie diese unabhängig vom Bildgegenstand so spannend macht, ist, dass sie absolut unverwechselbar ist. Das hier sind Originale, sie sind echt, die Werke sind signiert. Elektronische Signaturen, die Sie in Ihrem Business verwenden, sind im Prinzip nicht anders. Sie bezeugen die Echtheit eines Dokuments und sie geben eindeutig Auskunft darüber, wer die Unterschrift geleistet hat. Für analoge Signaturen brauchen Sie einen Füllfederhalter und mindestens ein Blatt Papier. Und im Zweifelsfall brauchen Sie auch jede Menge Platz zum Archivieren. Regalwände, Meter, 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 Meter. Ich glaube, Sie wissen, was ich meine. Bei elektronischen Signaturen arbeiten Sie papierlos, und zwar von Anfang an. Der gesamte Signatur-Workflow ist digitalisiert, von der Erstellung des Dokuments über die Unterschrift bis hin zur Archivierung. Sie sparen dadurch Platz, Zeit und Geld, denn Sie vermeiden unnötige Medienbrüche, die entstehen, wenn Sie ein Dokument erstellen, ausdrucken, unterschreiben, wieder einscannen und dann haben Sie eine Unterschrift vergessen und müssen es nochmal wieder ausdrucken und nochmal wieder einscannen. Und das können Sie vermeiden, wenn Sie mit elektronischen Signaturen arbeiten. Die hochwertigste Form der elektronischen Signatur ist die qualifizierte elektronische Signatur. Nur sie ist der handschriftlichen Signatur gleichgestellt, sie hat dieselbe Rechtswirkung und hält vor jedem Gericht stand. Das liegt an der eIDAS-Verordnung, die seit 2016 in der gesamten Europäischen Union das Thema Signaturen harmonisiert hat. Mit der einfachen und der fortgeschrittenen elektronischen Signatur stehen Ihnen zwei weitere Formen des digitalen Unterschreibens zur Verfügung. Mit der fortgeschrittenen Signatur können Sie zum Beispiel sicherstellen, dass ein Dokument nicht verändert worden ist. Die 100%-Lösung bleibt dagegen die qualifizierte elektronische Signatur. Woran liegt das, dass die qualifizierte elektronische Signatur die höchstwertigste Form digital zu signieren ist? Wir haben dazu heute hier im Studio Lukas Völzer von der Cytrus. Lukas, warum ist die qualifizierte elektronische Signatur so konkurrenzlos? Die qualifizierte elektronische Signatur zeichnet sich dadurch aus, dass bei der Ausstellung des Zertifikats, mit dem schlussendlich unterschrieben wird, eine Identitätsprüfung erfolgt. Diese Prüfung kann persönlich passieren, das kann aber auch online durchgeführt werden. Der Unterschreiber erhält eine digitale Identität, mit der schlussendlich qualifiziert elektronisch unterschrieben werden kann. Das klingt ein bisschen so, als sei das wie ein Personalausweis. So kann man sich das vorstellen. Das ist eigentlich genau das elektronische Pendant zum Personalausweis, ganz genau. Und damit wird eine qualifizierte elektronische Signatur genauso viel wert wie eine handschriftliche Signatur auf einem Papier. Genau so sieht es aus. Vielen Dank, Lukas. Wenn Sie Fragen zur elektronischen Signatur haben und wissen wollen, wie Sie Ihre Signaturprozesse medienbuchfrei und rechtssicher gestalten wollen, sprechen Sie uns an. Unsere Experten unterstützen Sie und Ihr Unternehmen gern bei der Gestaltung Ihrer Signatur-Workflows. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe, dass ich Ihnen das Thema elektronische Signatur ein bisschen aber näher bringen kann und sage Tschüss, bis zum nächsten Video von Cytrus Secure Technologies.